der FAZ. 86 habe ich angefangen und wurde relativ schnell in Krisen- und Kriegsgebiete geschickt. 87, glaube ich, gleich Angola, Bürgerkrieg in Afrika. Aber zum ersten Mal mitbekommen, dass das alles nicht so ist, wie es sein sollte, wie ich mir das vorgestellt hatte, habe ich gleich 88, Sie haben schon erwähnt, schwere Erkrankung, Giftgas. Irak. Genau, der irakisch-iranische Krieg dauerte von 1980 bis Juli 1988. Und Anfang Juli 88 wurde ich nach Bagdad geschickt, von dort an eine südirakische Kriegsfront. Und dort habe ich mitbekommen, ich war einer von ganz wenigen Augenzeugen, bin der letzte überlebende Europäer davon noch, Augenzeuge, wie unter amerikanischer Aufsicht mit deutschem Giftgas, deutsches Senfgas, wie die Iraner vergast haben. Nochmal. Da wurden Menschen Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit deutschem, offiziell geliefert, zwar als Pestizide deklariert, aber kam direkt aus Deutschland. Mit deutschem Giftgas unter amerikanischer Oberaufsicht haben Iraner vergast. So, das habe ich fotografiert. Ich habe selbst sehr viel von dem Giftgas abbekommen, habe danach Krebs bekommen, war ewig lang krank. Das ist nicht unser Thema hier. Aber ich habe gedacht, als ich zurückkam von dort nach Bagdad, das muss die Welt erfahren, das wird schockierend, weil ich war selbst psychisch auch schwerst angeschlagen bei den grauenvollen Bildern von vergasten Menschen, die ich gesehen hatte. Ich habe gedacht, das wird eine Riesengeschichte weltweit. Das erste, was ich in Bagdad, dem Sheraton Hotel, das werde ich nie vergessen, gesehen habe, waren deutsche Diplomaten, deutsche Unternehmer, Firmenabgesandte, Firmenvertreter, und Amerikaner und Iraker, die die Vergasung gefeiert haben. Das war das allererste, was mich noch mehr schockierte. Inwiefern gefeiert? Die ganze Hotellobby war voll von Deutschen, von Amerikanern, von Irakern, die ich zum Teil über die deutsche Botschaft schon kennengelernt hatte. Die haben das gefeiert, dass die Iraner an mehreren Frontabschnitten einfach nicht mehr kämpfen konnten, weil man hatte nicht nur dort Giftgas eingesetzt, wo ich war. Die haben die Vergasungsaktionen gefeiert, die erfolgreiche Vergasung. Haben Sie denn Ihre Bilder ins Blatt bekommen? Ist das, was ich jetzt genau sagen wollte. Ich habe dann gedacht, damals gab es noch keine Mobiltelefone. Ich musste warten, bis ich mit dem Film in Frankfurt in der Redaktion zurück war. Und das Ganze war also ein paar Tage zeitversetzt. Zudem war ich gesundheitlich sehr schwer angeschlagen. Aber ich habe gedacht, jetzt, wenigstens dann, wenn ich in Frankfurt bin, das wird eine Riesengeschichte. Und in Frankfurt von einer riesigen, ich werde das nie vergessen, von einer riesigen FAZ-Seite, da durfte so klein ein Foto erscheinen von einem Iraner mit Giftgasmaske und da standen ein paar Zeilen drunter. Es wurden winzige Berichte, wo nur andeutungsweise erwähnt wurde, dass irgendwer irgendwie möglicherweise etwas Gefährliches dort eingesetzt hatte, aber genaues weiß man nicht. Und dann wollte ich große Berichte darüber schreiben. Das, was ich geschrieben hatte, wahrheitsgemäß, wurde alles rausgestrichen, was auf Giftgas oder grauenvolle Dinge hindeutete. Und dann habe ich gefragt, man hat mir gesagt, nein, da wird nicht mehr zu geschrieben. Herausgeber gefragt, Fritz Ulrich Fack. Fack ist sein Name, er lebt heute noch. Ich habe ihn auch im Dezember 2013 nochmal angeschrieben, nachdem viele Jahre vergangen sind. Warum durfte ich damals nicht darüber berichten? Und warum, und das war für mich genauso grauenvoll, wenn ich schon diese grauenvollen Fotos in der FAZ nicht veröffentlichen durfte, was ich nicht verstanden habe, dann wollte ich sie Kollegen geben. Der Stern war interessiert. Sternkollegen kamen aus Hamburg nach Frankfurt, hatten sich das angeschaut und wollten das eventuell machen. Und man hat mir bei der FAZ, Fritz Ulrich Fack, damals zuständiger Herausgeber, hat mir gesagt, wenn ich irgendjemandem die Fotos gebe, dann werde ich entlassen. Ich musste vielmehr zum Bundesverband der chemischen Industrie in Frankfurt gehen und die Fotos dort abgeben. Der Bundesverband der chemischen Industrie, die Mitgliedsunternehmen von dort hatten die Komponenten für das Senfgas an die Iraker geliefert. Ich habe aber nur Kopien abgegeben, habe die Originale behalten und habe sie jetzt unlängst den Iranern und den Russen zur Verfügung gestellt, weil ich es nach wie vor ungeheuerlich finde, dass Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wir Deutschen dabei geholfen haben, Menschen zu vergasen. Ich verstehe nicht, wieso deutsche Kanzler, deutsche Bundespräsidenten nach Israel fliegen, völlig zu Recht sich entschuldigen, sich dort niederknien und sagen, wir haben Juden vergast. Das ist die eine Sache für mich, völlig in Ordnung. Ich bin schließlich auch Deutscher und finde das in Ordnung, wenn man sich dafür entschuldigt. Aber ich verstehe nicht, warum diese Bundeskanzler und Bundespräsidenten
nicht in einem Fall nach Teheran geflogen sind, sich dort niedergekniet haben, sich dort entschuldigt haben, sind Iraner etwa Menschen zweiter Klasse? Sind die nichts wert? Muss man sich dafür nicht entschuldigen? Ich stehe jetzt in Kontakt inzwischen mit iranischen Ärzten, die seit Jahrzehnten die Opfer des deutschen Giftgases, der Giftgasangriffe von damals, behandeln und bekomme darüber, nicht über deutsche Medien oder andere Medien, sondern bekomme über die iranischen Ärzte erst mit, wie grauenvoll die Folgen, nicht nur bei mir, was ich subjektiv mitgemacht habe, gesundheitlich, aber wie grauenvoll die Folgen bei Zehntausenden Iranern heute noch sind. Wir zahlen Entschädigungen an Israelis, ja, aber niemand käme auf die Idee, darüber nachzudenken, was mit Iranern passiert ist. Und